Ja, liebes Publikum, herzlich willkommen, schönen guten Abend, herzlich willkommen an der Hochschule Mittweida. Sie haben jetzt applaudiert, herzlichen Dank. Der Applaus gilt aber eigentlich eher Ihnen, weil wir durchbrechen quasi unseren normalen Zyklus. Das haben Sie ja schon gemerkt. Wir sind nicht mehr dienstags vor Ort, heute zumindest, sondern es ist ein Montag. Also schön, dass Sie alle da sind, dass Sie zahlreich erschienen sind. Mein Name ist Robin Biebel. Ich arbeite am IKKS der Hochschule Mittweida am Institut für Kompetenz, Kommunikation und Sprachen. Und ja, wir richten quasi diese Veranstaltung aus, die Ringvorlesung. Was wir Ihnen jetzt 4 Veranstaltungen lang eigentlich nicht verraten haben, ist, warum eigentlich dieses UFO. Das Rätsel wollte ich heute mal lösen. So ein UFO steht ja eher für was Außergewöhnliches oder was Unbekanntes, was Mysteriöses vielleicht auch. Und das soll so symbolisch für uns auch sein, was außerhalb unserer alltäglichen Erfahrung liegt. Also wir alle sitzen ja heute hier mit bestimmten Erfahrungen, mit Vorstellungen, was Normalität angeht. Für Sie ist was anderes normal als für mich vielleicht. Und darum soll es heute gehen. Also dieses UFO repräsentiert quasi das Unbekannte und soll uns so ein bisschen herausfordern, unsere eigene Normalität zu überdenken. Und genau da machen wir heute weiter, nämlich das Ganze zu überdenken. Und ich habe mir überlegt, ich möchte ein kleines Experiment mit Ihnen machen. Also keine Sorge, Sie müssen jetzt nicht vorkommen und aufstehen und hier vorne eine chemische Reaktion prüfen, sondern Sie können das ganz entspannt, Sie können sich zurücklehnen und das ganze Experiment funktioniert in unserem Kopf, in unseren Gedanken. Und ich lade Sie herzlich ein, mal zu überdenken, was für Sie normal ist in Bezug auf die heutige Veranstaltung. Es geht ja um Arbeit. Also lassen Sie uns mal gemeinsam zurückbeamen an den Tagesbeginn heute. Also es ist quasi Montagmorgen. Der Wecker klingelt. Sie stehen auf, bereiten Ihren Tag vor. Und es scheint erstmal alles wie gewohnt. Scheinbar. Nicht ganz. Für 24 Stunden sind quasi alle Formen von Arbeit, die wir als Gesellschaft nicht als vollwertige Arbeit ansehen, die gibt's heute nicht. Also dieses Normalarbeitsverhältnis, das ist heute mal die Norm sozusagen. Also kurz gesagt, Voll- oder Teilzeittätigkeiten mit mindestens 21 Stunden pro Woche, unbefristet das Ganze und voll sozial versichert. Das ist das, was heute existiert und alles andere existiert nicht. Stellen Sie sich das kurz vor. Wie sähe Ihr Alltag aus heute? Also was passiert? Haben Sie irgendwelche Einschränkungen dadurch? Ich gebe Ihnen mal Beispiele, was heute passieren könnte. Kinder stehen auf, aber niemand hilft zum Beispiel beim Anziehen. Oder niemand macht Frühstück für die Kinder. Ältere Menschen oder Pflegebedürftige werden nicht versorgt, weil pflegende Angehörige fehlen. Hatten Sie das auf dem Schirm? Oder Haushalte bleiben unaufgeräumt. Also Sie kommen nach Hause und Ihre Wohnung, Ihr Haus ist unaufgeräumt, niemand hat die Wäsche gewaschen. Das gehört dazu. Oder Sie gehen zum Bäcker nebenan. Der hat zwar offen und es ist auch die angestellte Verkäuferin da, aber der geringfügig Beschäftigte ist nicht da. Fällt weg. Lieferdienste funktionieren nicht, weil viele Fahrer oder Fahrerinnen sogenannte prekäre Arbeitsverträge haben, in einem prekären Arbeitsverhältnis sind. Oder zum Beispiel noch ein ganz anderer wichtiger Bereich, die Ehrenamtlichen. Also zum Beispiel in Hospizen, Tafeln oder im Katastrophenschutz. Die würden alle wegfallen. Was macht denn das jetzt mit Ihnen? Also hatten Sie diese Beispiele im Kopf? Ich würde jetzt mal behaupten, wahrscheinlich in erster Linie nicht. Und darum soll es aber heute genau gehen. Wir wollen uns die Arbeit angucken und die unterschiedlichen Formen, die verschiedenen Arbeitsformen, die wir vielleicht gar als selbstverständlich wahrnehmen, die aber genauso wichtig sind und genauso gleichrangig sind. Und
Da geht die Reise heute los. Ich lasse Sie jetzt mal mit den Gedanken quasi alleine. Wir gehen heute auf die Reise auf die unterschiedlichen Arbeitsformen. Und natürlich mache ich das nicht hiervon, sondern wir haben eine Expertin eingeladen, die Tine Hauptner. Sie ist Juniorprofessorin an der Universität in Bielefeld und hat an der Fakultät Gesundheitswissenschaften den Schwerpunkt der qualitativen Forschungsmethoden. Tine Hauptner hat Soziologie, Philosophie und Psychologie in Jena studiert. Und was ich besonders spannend finde, ist das Thema ihrer Doktorarbeit. Denn sie hat untersucht, wie Menschen in der privaten Pflege, also oft Angehörige sozusagen, unbezahlte Arbeit leisten und ausgebeutet werden. Und dafür hat sie 2018 unter anderem einen wichtigen Preis bekommen, nämlich einen Preis der Deutschen Gesellschaft für Soziologie und der Sektion Arbeits- und Industriesoziologie. Sie hat ein Jahr lang in der USA zu Armut in ländlichen Regionen geforscht und mehrere Forschungen geleitet. Ihre Forschungsschwerpunkte in Bielefeld liegen vor allen Dingen auf den Themen Arbeit, Gesundheit, Wohlfahrt und soziale Ungleichheit. Vielen Dank für Ihre lange Reise bis hierher von Bielefeld und ich wünsche uns allen einen schönen, spannenden Vortrag. Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie hergefunden haben, trotz Montag. Und ich habe gerade gedacht, Montag passt eigentlich hervorragend zu unserem heutigen Thema, denn Hand hoch, wer kennt das Sonntagsblues? Dass Sie so am Sonntagnachmittag, Sonntagabend, das ist zumindest eine Hand, ein paar mehr, dass man so ein bisschen schlechte Laune bekommt. Und interessanterweise hat man das nicht, wenn Montag Feiertag ist in der Regel. Ist auch psychologisch tatsächlich erforscht. Der Sonntagsblues hat ganz viel damit zu tun, dass wir am Montag in einen anderen Modus umswitchen müssen, nämlich den der Erwerbsarbeit. Was mir auch gut gefallen hat, war jetzt das Gedankenexperiment von Herrn Biebel. Denn interessanterweise war das natürlich jetzt quasi ein kontrafaktisches Experiment. Aber dieses Kontrafaktische ist irgendwie doch auch ein bisschen die Norm und faktisch, wenn wir uns zum Beispiel die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung angucken oder wie das Bruttoinlandsprodukt berechnet wird, wo nämlich unbezahlte Arbeiten gar nicht mit eingepreist sind. Ja, das heißt, so kontrafaktisch und nur in unserem Kopf ist es eigentlich gar nicht. Ja? Da sehen wir auch, wie Norm und Realität ineinander diffundieren. Worum geht's heute? Arbeit ist das halbe Leben, die Normalität in der Arbeitsgesellschaft. Ich möchte Sie heute mitnehmen auf eine kleine Reise durch die Welt der Arbeit und anfangen möchte ich mit einer Person, die für mich ganz wichtig gewesen ist, die ich sehr spannend finde, die ich Ihnen auch gerne als Lektüre ans Herz lege, und das ist die österreichische Wirtschafts- und Sozialhistorikerin Andrea Komlosy. Andrea Komlosy hat sozusagen Arbeit in global-historischer Perspektive untersucht. Und sie zeigt uns immer ganz spannende Blicke in die Vergangenheit und das immer im globalen Maßstab, wie Arbeit aussehen kann, wie sie sich verändert hat und wie unglaublich vielfältig Arbeit ist. Ganz wichtig für Andrea Komlosy, und das ist für mich auch der Ausgangsgedanke, den ich Ihnen gerne heute mitgeben möchte, ist, wenn wir über Arbeit nachdenken, im historischen Wandel, im gesellschaftlichen Wandel, müssen wir ein bisschen wegkommen von der Vorstellung, dass es so etwas wie eine lineare oder stufenweise Abfolge von Produktionsweisen und Arbeitsverhältnissen gibt. Das ist eine ganz alte, ganz traditionelle Vorstellung in unserem Kopf, die viel auch mit Wissenschaft zu tun hat. Das ist nämlich eine modernisierungstheoretische Vorstellung, dass wir immer glauben, Gesellschaft hat so Phasen, es gibt irgendwie das Mittelalter und den Feudalismus und dann verändert sich etwas. Und irgendwann kommt die Industriemoderne und dann gibt es wieder andere Arbeitsverhältnisse und die setzen sich dann so global sozusagen Schritt für Schritt als dominante Arbeits- und Erwerbsform durch. Das stimmt nicht. Was stattdessen aber die Realität ist, dass wir immer eine Gleichzeitigkeit, eine Kombination von ganz verschiedenen Arbeits- und Produktionsweisen hatten und haben. Darum geht's mir heute auch. Andrea Komlosy unternimmt in ihrem schönen Buch Arbeit eine global-historische Perspektive. So ein Streifzug durch die Geschichte fängt mit dem Jahr 1250 an, als die Urbanisierung sich langsam entwickelt, als der Güteraustausch sich entwickelt, der interessanterweise im 13. Jahrhundert häufig noch in Form von Plünderung passiert. Also auch ganz gängig sozusagen, die Norm war sozusagen im 13. Jahrhundert durchaus auch die Kriminalität und die Entwicklung des städtischen Handwerks. Das fällt in diese Zeit. Sie geht weiter bis ins 15. Jahrhundert, sie fängt sozusagen an mit dem Jahr 1500, das ist ja dann nicht mehr das 15. Jahrhundert, in dem das westeuropäische Kolonialsystem eine große Rolle spielt. Sie erinnern sich,
die Ausbeutung von versklavter, unfreier Arbeit von Menschen, die in den Kolonien ausgebeutet wurden. Im 17. Jahrhundert, wieder ein großer Schritt durch die Geschichte, kommt eine neue Form der Arbeit oder des Güteraustausches dazu, das ist das Verlagswesen. Jetzt ist es nicht mehr so, dass sozusagen Händler sich auf ganz bestimmte Waren spezialisieren und die selbst verkaufen, sondern sie kaufen die Waren von ländlichen ProduzentInnen ein, häufig zu sehr ungünstigen Bedingungen für diese ländlichen Produzentinnen. Also es ist eine ganz harte Knochenarbeit, im Verlagswesen zu arbeiten, und verkaufen diese Produkte dann wieder und erzeugen damit eine Art von Güterkette im 17. Jahrhundert. Nur das so als kleiner, sozusagen als Warm-up. Andrea Komlosy sagt, mit Blick auf die Geschichte hat Arbeit ganz verschiedene gesellschaftliche Funktionen. Das ist bis heute so. Also Arbeit ist nicht nur etwas, was für den Markt passiert. Es ist immer auch etwas, was für die Selbstversorgung zum Beispiel passiert, für das Überleben, aber auch auf der anderen Seite des Spektrums für die Befriedigung von Luxusbedürfnissen, für die Befriedigung von Statusbedürfnissen. Arbeit dient immer auch der kulturellen Repräsentation. Das heißt, sie hat auch symbolische Bedeutung. Zum Beispiel demonstriert Arbeit Macht und auch Glauben. Ja, wenn wir uns die großen Kirchenbauten zum Beispiel des Mittelalters angucken, ist es immer ganz spannend, sich zu überlegen, wer das über häufig jahrzehntelange, harte, noch länger Arbeit alles aufgebaut hat und unter welchen Bedingungen. Das, was für uns heute relativ selbstverständlich ist, Stichwort Arbeitsnorm, dass wir nämlich sowas wie Arbeitszeit und Freizeit haben, dass häufig Arbeitssphäre und Wohnsphäre sozialräumlich getrennt sind, wobei das in den letzten Jahren ja gerade im Zuge der Corona-Pandemie für viele von uns ein bisschen anders geworden ist. Aber diese Trennung, Arbeit, Freizeit, Wohnen, Arbeiten, das ist eine relativ junge Erfindung. Die gibt es erst ungefähr seit dem 19. Jahrhundert, setzt also erst mit der Industriemoderne ein und ist sozusagen gar nicht so alt, für uns aber sehr, sehr selbstverständlich. Gleichzeitig ist es wichtig zu wissen, dass diese Trennung, die im 19. Jahrhundert sich vor allem in Europa und in den früh industrialisierten Ländern vollzieht, schon damals nicht für alle Menschen auf der Welt gilt und auch nicht für alle Länder und auch nicht für alle Menschen in den früh industrialisierten Ländern. Es gibt immer noch im 19. Jahrhundert viele Menschen, die von der Landwirtschaft leben, die teilweise auch landwirtschaftliche Produktion mit Subsistenzwirtschaft kombinieren. Das so als kleiner, sozusagen als Einstieg in das, worum es heute gehen soll. Und um das noch ein bisschen plastischer zu machen, wie sich Arbeit in der Geschichte verändert hat. Was wir hier sehen, ist nicht nur die Schule von Athen von Raphael, sondern es soll sozusagen das alte Griechenland repräsentieren. Das ist sozusagen die erste Etappe, in die ich Sie heute mitnehmen möchte. Warum? Weil Arbeit in der griechischen Antike, in der griechischen Polis, also dem politischen Gemeinwesen der Antike, im 4. Jahrhundert vor unserer Zeit eine ganz besondere Bedeutung hatte. Arbeit könnte man jetzt ein bisschen knapp zusammenfassen. In der griechischen Antike, in der griechischen Polis wurde verachtet. Arbeit galt als eine minderwertige, schmutzige Tätigkeit, mit der der freie Bürger, und das war der Normaltypus, der Idealtypus der griechischen Polis, nichts zu tun haben sollte. Der freie Bürger der griechischen frühen Demokratie war natürlich ein Mann und in der Regel ein reicher Mann, der es sich leisten konnte, dass andere die Arbeit für ihn machen, nämlich seine Sklavinnen und Sklaven und seine Familie. Das heißt aber, dass sozusagen das Idealbild im alten Griechenland ein Leben jenseits der Arbeit war. Das heißt, um sich um das politische Gemeinwesen, also die Polis, zu kümmern, das war das hehre Ziel eines Lebens, eines wirklich menschenwürdigen Lebens, sollte man möglichst keiner Erwerbsarbeit nachgehen. Wobei damals auch nicht von Erwerbsarbeit gesprochen wurde, aber Arbeit war gar keine gute Idee. Das ist auch im alten Rom so. Und ich habe noch mal ein Zitat mitgebracht vom römischen Philosophen Cicero. Und das wollte ich Ihnen gerne mal vorlesen, wie Cicero also über die Arbeit denkt. Zunächst, sagt Cicero, werden die Erwerbszweige missbilligt, die sich der Ablehnung der Menschen aussetzen. Wie die der Zöllner, der Geldverleiher. Also das sind die Jobs, die die meisten Leute irgendwie unsympathisch finden. Eines Freien unwürdig und schmutzig sind die Erwerbsformen außerdem aller Tagelöhner, deren Arbeitsmühe, nicht deren Kunstfertigkeit erkauft werden. Hier sieht man auch sehr schön, wie Arbeitsmühe gegen Kunstfertigkeit sozusagen ausgespielt wird. Also Kunstfertigkeit ist eigentlich viel höher bewertet als Mühe. Mühe ist ganz fürchterlich. Für schmutzig muss man auch diejenigen halten, die von den Großhändlern Waren erhandeln, um sie sogleich weiter zu verkaufen. Alle Handwerker, das ist jetzt ein bisschen bitter für das Handwerk, befassen sich mit einer schmutzigen Tätigkeit.
denn eine Werkstätte kann nichts Edles an sich haben. Am wenigsten kann man die Fertigkeiten gutheißen, die Dienerinnen von Genüssen sind. Fischhändler, Metzger, Köche, Gemüsehändler und Fischer. So viel zum Thema Arbeit in der griechischen Antike. Das Ganze verändert sich sehr grundlegend im Mittelalter. Im Mittelalter nämlich wird schwere körperliche Arbeit als göttlicher Auftrag angesehen und positiv bewertet. Mit der Herausbildung von mittelalterlichen Städten, dem Zunftwesen, wird das Handwerk zur Profession erklärt und auch der Müßiggang des Adels, also das Privileg adliger Menschen, sich der Arbeit zu entziehen, wird angeprangert, moralisch, aus christlichen Gründen. Das heißt, körperliche Arbeit wird also im Unterschied zur griechischen Antike nicht abgewertet. Arbeit wird aber ganz eng nach wie vor mit Mühsal verknüpft, nur dass das Mühselige der Arbeit jetzt nicht mehr negativ ist. Warum? Im Hintergrund spielt natürlich die christliche Religion die wesentliche Rolle, denn mit dem Sündenfall, mit dem Auszug aus dem Paradies, wissen Sie alle, wurde die Menschheit von Gott gestraft, im Schweiße ihres Angesichtes fortan ihr Brot sozusagen zu produzieren, zu erwirtschaften, also sich mit eigener schwerer körperlicher Arbeit über Wasser zu halten, kann man sagen. Ora et labora, das Credo des Klosterlebens im Mittelalter, bete und arbeite, sozusagen der Leitspruch des Mönchslebens im Kloster, zeigt uns sozusagen, welchen Stellenwert Arbeit im Mittelalter hat, im Unterschied zur Antike. Martin Luther hat dann sozusagen das Arbeitsverständnis noch ein bisschen weiter akzentuiert, was ich Ihnen jetzt hier schon vorgestellt habe. Er hat den alten christlichen Spruch, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, besonders auf die Spitze getrieben und radikalisiert und hat immer wieder betont, dass Arbeit einen Pflichtcharakter hat. Und das sei auch gut so im lutherischen Sinne. Ja? Gottgefälligkeit zeigt sich für Luther eben gerade nicht darin, dass sich die Mönche in ihren Orden absondern, in ihren Klöstern und vom Leben der normalen Bevölkerung sozusagen abgrenzen. Stattdessen ist Berufsarbeit für Luther ein innerweltlicher Gottesdienst. Und Luther hat uns eine Menge hinterlassen, wenn es darum geht, wie wir Arbeit heute auffassen, denn für ihn ist die Berufsarbeit eine Berufung. Das, was Menschen arbeiten, ist etwas, was über Generationen sozusagen tradiert wird. Schuster, bleib bei deinen Leisten, ist sozusagen diese alte protestantische Vorstellung, man soll nicht zu Höherem streben, man soll das tun, was man schon immer gemacht hat, denn das ist göttlicher Auftrag oder Prädestination. Diese protestantische Arbeitsethik hat dann wesentlich später der Soziologe Max Weber als sozusagen einen wesentlichen Treiber für die Entwicklung der Moderne und des Kapitalismus interpretiert und gesagt, Luther ist im Grunde sowas wie der Gründervater unserer modernen gegenwärtigen Arbeitsmoral. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen in die Aufklärung ins 16., 17. Jahrhundert, verändert sich der Arbeitsbegriff schon wieder. Er löst sich nämlich aus dem Kontext von Mühsal und Plackerei. Und jetzt sind Tugenden wie Fleiß, Disziplin, Arbeitsamkeit ganz wichtig. Und da merken wir schon, das kommt sehr, sehr nah an unsere Gegenwart. Die zentrale Frage der Aufklärung, vor allem der frühen Nationalökonomie, also sozusagen der Wirtschaftswissenschaften in ihren Anfängen, ist die Frage danach, welchen Stellenwert die Arbeit hat in Bezug auf die Produktion von kollektivem Wohlstand und wertförmigem Reichtum. Und den großen Köpfen der damaligen Zeit, die sich mit Wirtschaftstheorie unter anderem beschäftigen, wie Adam Smith zum Beispiel, gilt die Arbeit als Grundlage des Warentausches, weil sie im Kern jeder Ware drin steckt. Das hat dann Karl Marx kritisch neu gelesen. Für John Locke, den Philosophen der Aufklärung, ist die Arbeit sogar die Grundlage des Privateigentums. Also alles, was ich mit meinen Händen sozusagen bearbeite, geht in mein Privateigentum über, etwas verkürzt formuliert. Mit dem Übergang zum Kapitalismus im 18. Jahrhundert, an der Schwelle 19. Jahrhundert, in verschiedenen europäischen Ländern unterschiedlich datiert, wird Arbeit ganz stark aufgewertet. Also wenn wir sozusagen uns den Bogen angucken, von der griechischen Polis bis zum Industriekapitalismus vollzieht die Arbeit einen unglaublichen Gestaltwandel. Und jetzt ist sozusagen produktive Arbeit unfassbar hohes Gut. Sie ist nicht nur Pflicht, sie ist auch sozusagen die Grundlage des Wohlstands der Nation, wie Adam Smith später sein Hauptwerk nennen wird. Sie ist die Quelle des Reichtums und sie ist Mittel der Glückseligkeit. Das heißt, wir haben mit der industriellen Revolution, der Mechanisierung, was man hier auf dem Bild auch ganz gut sehen kann, diese Aufwertung von produktiver Leistung, von produktiver Arbeit.
Und gleichzeitig passiert in dieser Zeit ein gesellschaftlicher Wandel, der ganz grundlegend dafür ist, wie wir heute auch über Arbeit in der Regel, in der Norm nachdenken, nämlich die Verlagerung der Lohnarbeit von Haus und Werkstatt in die Fabrik. Das heißt, wir haben eine räumliche Aufteilung, die Grundlage dafür ist, für die Norm, die ich vorhin erwähnt habe, nämlich die Norm, dass es zwischen Arbeitssphäre und Wohn- und Lebenssphäre eine sozialräumliche Trennung gibt. Diese relativ junge Erfindung, die uns sehr geläufig ist. Und diese Verlagerung hat eben unser Verständnis von Arbeit ganz grundlegend geprägt und auch die Rollenerwartungen in dieser Zeit verändern sich. Ja, es entsteht so etwas wie Arbeiter und ArbeiterInnen. Das Proletariat, das Industrieproletariat entsteht im 19. Jahrhundert mit dem Industriekapitalismus. Und ganz andere Erwartungen sind jetzt an Arbeit geknüpft. Ja, also das Proletariat sozusagen geht in der Erwartung in die Fabrik von einem Lohneinkommen sich reproduzieren zu müssen. Auf der anderen Seite sozusagen der Arbeitgeberseite oder Bourgeoisie-Seite ist die Arbeitskraft auf der einen Seite ein Kostenfaktor, auf der anderen Seite natürlich die Quelle der Kapitalakkumulation. Und wir haben Interessengegensätze in diesem Kontext zwischen Arbeit und Kapital und die Entstehung von entsprechenden Interessenorganisationen wie den Gewerkschaften beispielsweise. Um 1900 kann man sagen, passiert dabei so einiges. Ich habe jetzt 2 Sachen erwähnt. Einmal, Arbeit wird sehr, sehr stark aufgewertet. Das ist übrigens was der Philosophin Hannah Arendt immer sehr wenig gefallen hat. Kann ich Ihnen sehr empfehlen. Ihr Buch Vita Activa, wo sie auch einen ganz großen Streifzug durch die menschliche Geschichte der Arbeit macht und immer wieder beklagt, wie der moderne Industriekapitalismus und die Moderne die Arbeit feiern, was ihr überhaupt nicht schmeckt, weil Hannah Arendt der Ansicht ist, dass Arbeit Lebensnotwendigkeit ist und nichts Bleibendes hinterlässt. Für Hannah Arendt ist die Arbeit, wie sie das mit dem griechischen Wort Ananke bezeichnet, die Lebensnotdurft. Also ein fürchterlich mühseliger Prozess. Jeden Tag aufstehen, arbeiten und am Ende des Tages geht man schlafen. Am nächsten Tag passiert genau das Gleiche. Und am Ende ist es nur ein Kreislauf, der nichts Bleibendes hinterlässt. Das findet Hannah Arendt furchtbar frustrierend und deprimierend und sie versteht nicht, warum die Moderne die Lohnarbeit so feiert. Jedenfalls, um 1900 passiert genau das. Die Arbeit wird nicht nur aufgewertet und es passiert diese sozialräumliche Trennung zwischen Arbeit und Leben. Es ist außerdem so, dass sich der Arbeitsbegriff stark verengt. Ja, also Arbeit wird auf eine ganz bestimmte Vorstellung, wir könnten heute sagen eine Norm, eng geführt und das ist die außerhäusliche Erwerbsarbeit. Und diese Engführung eines begrifflichen Verständnisses von Arbeit tritt sozusagen im 19. Jahrhundert ihren globalen Siegeszug an. Und das führt im Schlepptau eine Unsichtbarmachung von vielen anderen Formen von Arbeit, die damals schon existierten und die heute auch noch existieren. Und bis heute sozusagen stecken wir immer noch so ein bisschen im Klammergriff dieser relativ verengten Arbeitsvorstellung. Und das ist nicht nur etwas, was in unseren Köpfen passiert. Diese eng geführte, dieses Begriffsverständnis, was sozusagen Arbeit immer erstmal mit außerhäuslicher Erwerbsarbeit identifiziert, hat natürlich Eingang gefunden in Gesetze, in Planungsvorgaben von Regierungen, in Forderungslisten, zum Beispiel von Gewerkschaften. Also das ist auch etwas, was institutionalisiert wurde und entsprechend wirkmächtig geblieben ist. Es gibt viele Beispiele in unserer heutigen Gesellschaft, die genau auf diese Wirkmächtigkeit hinweisen. Ich werde noch darauf zu sprechen kommen. Die amerikanische Philosophin Kathy Weeks, die ein schönes Buch dazu geschrieben hat, wie besessen unsere Gegenwart von der Arbeit ist und wie problematisch sie das eigentlich findet, sagt, dass wir eigentlich seit dem 19. Jahrhundert das Problem haben, dass wir uns ein Leben ohne Erwerbsarbeit im Grunde gar nicht mehr vorstellen können. Und sie hinterfragt in ihrem Buch diese Normalität. The Problem with Work, ich kann das sehr für die Lektüre empfehlen, wo sich eine Philosophin den Kopf darüber zerbricht. Wie kann das eigentlich sein, dass wir Arbeit so normal finden? Was aber sagt eigentlich die Wissenschaft zu Arbeit? Ich bin Arbeitssoziologin, deswegen frage ich, was sagt eigentlich die Arbeitssoziologie zum Arbeitsbegriff? Und das ist gar nicht so einfach und das ist etwas seltsam, denn der Arbeitsbegriff steht im Zentrum der Arbeitssoziologie und gleichzeitig ist sie notorisch unbestimmt, ein Pudding, den man nicht an die Wand genagelt bekommt. Wenn wir jetzt mal einen Blick in arbeitssoziologische Handbücher werfen, wo die Arbeitssoziologie selber von sich sagt, was sie so macht, wer sie so ist, dann ist das sehr aufschlussreich in Bezug auf ihr Arbeitsverständnis. Gibt es zum Beispiel eine prominente Definition, die sagt, mit Arbeits- und Industriesoziologie wird eine soziologische Disziplin bezeichnet, die die Formen und Folgen unterschiedlicher Arten von Arbeit in Betrieben und Verwaltung und deren Wechselwirkung mit der Gesellschaft insgesamt untersucht. Unterschiedliche Arten von Arbeit, aber Betrieb und Verwaltung. Zweite Definition.
Die Soziologie hat es mit anderen Worten mit Arbeit im Kontext dessen zu tun, was sie selbst als moderne Industriegesellschaft definiert. Also, die Soziologie beschäftigt sich mit Industriearbeit. Die Industriesoziologie tut genau das. Oder Arbeit im Sinne der Erwerbsarbeit umfasst jede zweckhafte Tätigkeit, die der Befriedigung materieller oder geistiger Bedürfnisse dient. Die Tätigkeit selbst kann dabei in körperlicher, manueller Arbeit und in geistiger Arbeit bestehen. Bei diesen 4 relativ prominenten Definitionen fällt etwas natürlich sofort auf, nämlich Arbeit wird in allererster Linie, und das ist tatsächlich immer noch so in der Arbeits- und Industriesoziologie, mit außerhäuslicher, häufig betrieblich verfasster, regulärer Lohn- oder Erwerbsarbeit identifiziert. Und wenn wir jetzt sozusagen den Blick aus der Arbeitssoziologie rauszoomen und die Brille von Andrea Komlosy aufsetzen, die als Sozial- und Wirtschaftshistorikerin einen ganz anderen Blick auf Arbeit hat, dann sagt Andrea Komlosy ganz provokativ, das, was ich Ihnen hier gerade vorgelesen habe, ist, wie sie sagen würde, eine eurozentrische Meistererzählung. Und sie sagt, wir müssen uns davor hüten, die Arbeitsteilung, die unsere heutige westliche Lebenswelt in ihrer west- und zentraleuropäischen Ausprägung bestimmt, für eine selbstverständliche, der Menschheit auf den Leib geschriebene Arbeitsteilung zu halten. Die Verteilung von Arbeit und die Frage, was überhaupt als Arbeit angesehen wurde, unterliegen starken Veränderungen. Daher wäre es falsch, von vornherein irgendein Arbeitsverhältnis auszuschließen. Und Kathy Weeks, die ich gerade schon erwähnt habe, die amerikanische Philosophin, geht noch weiter und sagt, "The fact that a present one must work to earn a living is taken as part of the natural order, rather than as a social convention." Was meint sie damit? Dass wir einer entlohnten Arbeit nachgehen müssen, um über die Runden zu kommen, gilt heute vielen Menschen wie ein Naturgesetz. Es ist aber eine Frage sozialer Konventionen, sozialer Normen und Regeln, die von Menschen gemacht und von Menschen auch wieder geändert werden können. Ganz spannend ist das, wenn wir einen Blick in unsere Gegenwart werfen, wenn wir zum Begriff des Normalarbeitsverhältnisses kommen. Ein Begriff, der ganz lange relativ gesetzt war. Ein Phänomen, das sich, vor allem wenn wir sozusagen die Westdeutsche Bundesrepublik zwischen den 50er bis Mitte der 70er Jahre uns anschauen, ganz bestimmten gesellschaftlichen Veränderungen verdankt. Das ist im Osten der Republik ein bisschen anders. Aber das Normalarbeitsverhältnis als ein Phänomen, das sich wohlfahrtsstaatlicher Expansion verdankt, starken Gewerkschaften und starken Regulierungen im Sozial- und Arbeitsrecht. Und diese ehemalige Norm einer entfristeten Beschäftigung in einem Unternehmen mit Aufstiegschancen, sozialversicherungspflichtig, diese Norm hat in den letzten Jahrzehnten doch ganz schön Brüche und Krisen durchlitten. Das heißt, mit dem, was wir in der Soziologie die Krise des Fordismus nennen, Mitte der 70er Jahre, bricht diese Vorstellung des Normalarbeitsverhältnisses auf mit neuen Phänomenen, prekäre Arbeit, flexible Arbeit, deregulierte Arbeit, Zeitarbeit und so weiter. Die Linie lässt sich bis heute fortsetzen. Heute gibt es zum Beispiel Zero-Hour-Contracts in Großbritannien, 0-Stunden-Arbeitsverträge. Auch das hat nichts mit einem Normalarbeitsverhältnis zu tun. Nach wie vor arbeitet aber nichtsdestotrotz das Statistische Bundesamt in Deutschland sehr wohl mit der Definition eines Normalarbeitsverhältnisses, die ich Ihnen nicht vorenthalten will, weil sie ganz interessant ist. Das Statistische Bundesamt sagt, unter einem Normalarbeitsverhältnis wird ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis verstanden, das in Vollzeit oder in Teilzeit ab 21 Wochenstunden und unbefristet ausgeübt wird. Ein Normalarbeitnehmer, generisches Maskulinum, auch ganz interessant, arbeitet zudem direkt in dem Unternehmen, mit dem er einen Arbeitsvertrag hat. Bei ZeitarbeitnehmerInnen und Arbeitnehmern, die von ihrem Arbeitgeber der Zeitarbeitsfirma an andere Unternehmen verliehen werden, ist das nicht der Fall. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Normalarbeitsverhältnis sind voll in die sozialen Sicherungssysteme, die Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung und Krankenversicherung integriert. Das heißt, sie erwerben über die von ihrem Erwerbseinkommen abgeführten Beiträge Ansprüche auf Leistung aus den Versicherungen oder haben entsprechende Ansprüche als Beamter. Die Definition ist deswegen ganz interessant, weil sie sozusagen eine Norm definiert, indem sie Abweichungen von der Norm integriert. Hier geht es um die Norm, das Normalarbeitsverhältnis, aber wir sehen schon, das ist eine Definition von 2025, das heißt, das Statistische Bundesamt weiß, es gibt ziemlich viele Ausnahmen von dieser Norm, zum Beispiel die Zeitarbeit. Diese Definition so hätte es vor 20, 30 Jahren so nicht gegeben. Die Arbeitssoziologie, die ich gerade schon ein bisschen kritisiert habe, dafür, dass sie doch ein relativ enges Arbeitsverständnis hat, ist ein Kind ihrer Entstehungszeit. Sie ist genau in der Zeit entstanden, wo sozusagen sich der Industriekapitalismus,
die Industrie Moderne herausbildet. Sie ist eine der ältesten Sektionen der Soziologie. Das heißt, die Soziologie entsteht in dieser Zeit, wo die Industrialisierung die modernen Gesellschaften grundlegend umwälzt. Und die Arbeitssoziologie trägt bis heute ein bisschen den Stempel genau dieses Entstehungskontextes, indem sie immer noch ganz stark auf Industriearbeit fokussiert. Damit hat sie auch viel Erfolg gehabt und es gibt gute Gründe, das zu tun, denn Industriearbeit ist immer noch relevant. Aber das in erster Linie zu fokussieren, will ich heute problematisieren. Hans-Günter Voss, ein Arbeitssoziologe, den ich sehr schätze, hat mal einen schönen Aufsatz geschrieben, der heißt, was ist eigentlich Arbeit? Und er kommt darin zu dem Schluss, dass der zentrale Gegenstand der Arbeitssoziologie total unbestimmt ist. Ja, wir arbeiten alle permanent damit in der Arbeitssoziologie, aber wenn wir dann mal gefragt werden, was ist denn eigentlich Arbeit, dann kommen wir ziemlich ins Schwimmen und viele Kolleginnen und Kollegen sagen, ja, das können ja die Philosophinnen und Philosophen beantworten. Das ist jetzt vielleicht nicht unsere Arbeit. Ja? Würde ich so nicht sehen. Die Frage, was ist Arbeit, hat nicht nur wissenschaftliche Bedeutung, sie hat eminent politische Bedeutung. Denn je nachdem, welche Norm in einer Gesellschaft als Arbeitsnorm gilt, entscheidet unter anderem über soziale Teilhabe von Menschen, entscheidet über soziale Ungleichheit, Anerkennung, soziale Integration und so weiter. Das heißt, die ungleiche Bewertung und Verteilung von Arbeit ist ein wesentlicher Treiber sozialer Ungleichheit und das ist auch in der Gegenwart der Fall. Wie kann es nämlich zum Beispiel sein, und das hat das Gedankenexperiment heute am Anfang schon ein bisschen, glaube ich, getriggert, dass zum Beispiel Frauen, die aufgrund von häuslicher, unbezahlter Kinderbetreuung oder der Pflege von Angehörigen nicht ihr Leben lang ununterbrochen außerhäuslich erwerbstätig sein können, im Alter Altersarmut riskieren zum Beispiel, obwohl sie im Grunde mit dem Arbeiten nie aufgehört haben. Es liegt eben genau daran, dass das System der Sozialversicherung in Deutschland erwerbszentriert ist. Ja, das heißt, Leistungen aus den Sozialversicherungen sind daran geknüpft, dass man möglichst kontinuierlich in Lohnarbeitsverhältnissen gearbeitet hat. Und wer von dieser Norm abweicht, hat das Nachsehen. Und das sind nicht nur die sogenannten Hausfrauen. Das heißt, auch heute gilt noch ein bisschen die Devise, die der deutsche Nationalökonom Friedrich List im 19. Jahrhundert mal wie folgt formulierte: Wer Schweine erzieht, ist ein produktives, wer Menschen erzieht, ein unproduktives Mitglied der Gesellschaft. Und das ist immer ein sehr schönes Zitat, das ich gerne Fachkräften im Gesundheits- und Pflegesektor vorlese, weil die in der Regel sofort wissen, was damit gemeint ist. Wenn wir uns jetzt nicht nur die Geschichte angucken, sondern auch die Sprache, ist das auch ganz spannend. Sprachliche Annäherung an Arbeit. Und die Sprache ist sehr spannend in dieser Hinsicht, denn vor allem im deutschen Kontext ist Arbeit, wenn wir jetzt zum Beispiel die Gebrüder Grimm anschauen, die Sie aus den Volksmärchen kennen. Die Gebrüder Grimm sagen nämlich, die Arbeit ist ein uraltes, viel merkwürdige Seiten darbietendes Wort. Also auch schon damals. Arbeit, schwieriger Begriff. Das Wort Arbeit im Deutschen hat indogermanische Wurzeln und bezieht sich in der Bedeutung auf schwere körperliche Anstrengung, auf Mühsal und Plage. Das heißt, Arbeit ist eine unwürdige, eine mühselige Arbeit. Das lateinische Wort laborare, das wir auch im Englischen Labor wiederfinden, bedeutet eben auch, sich abzurackern, mühselig zu sein, sich zu plagen. Und dieses Arbeitsverständnis habe ich vorhin, glaube ich, schon in Bezug auf das Mittelalter kurz angesprochen, finden wir auch in der Bibel ganz prominent. Sie erinnern sich, Sündenfall, Auszug aus dem Paradies oder Rausschmiss, je nachdem. Und in der Bibel heißt es, und Gott sprach, hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebote, sollst nicht davon essen? Und zum Mann sprach er, verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder Erde wirst, wovon du genommen bist. Also hier ist Arbeit eine Strafe. Sie ist nicht nur Mühsalplackerei, sie ist eine Strafe dafür, dass Menschen gegen göttliche Regeln verstoßen haben. Arbeit ist aber auch in sprachlicher Hinsicht nicht bloß negativ bestimmt. Das lateinische Wort Opus zum Beispiel, das englische Wort Work oder das deutsche Wort Werk sind wiederum sprachliche Beispiele dafür, dass Arbeit auch auf eine Leistung, auf ein Erzeugnis, ein Können, eine gewisse Professionalität verweist. Also Arbeit ist sprachlich sehr, sehr mannigfaltig. Die Forschung, aus der ich komme, die Soziologie, hat sich seltsamerweise auch wenig mit der Frage beschäftigt, was eigentlich Menschen in der Arbeitswelt selber über Arbeit denken. Sie hat aber, und das ist schon sehr, sehr lange her, mal 2 interessante Studien dazu gemacht in den 60er, 70er Jahren in den USA und in Großbritannien und hat dort Arbeiter befragt, was die eigentlich glauben, was Arbeit ist. Und insgesamt, sowohl in den USA als auch in Großbritannien, haben die Arbeiter 4 Merkmale aufgezählt, von denen sie sagen, das ist Arbeit. Erstens,
Sie ist notwendig, aber sie macht keinen Spaß. Sie erfordert Anstrengung. Sie ist produktiv und sie wird von anderen organisiert. Da waren sich alle einig. Unterschiede in den nationalen Kontexten gibt es dann, dass in der amerikanischen Studie, wo Arbeiter aus Chicago befragt wurden, vor allem der Schwerpunkt darauf lag, dass Arbeit irgendwie notwendig ist. Ja, man kommt um sie nicht drum rum. Während die englischen Arbeiter aus Bristol und Nottingham viel stärker die Produktivität und auch die Bezahlung hervorhoben. Also da sehen wir auch national spezifisch gibt es da durchaus unterschiedliche Akzentsetzungen. Es gibt einen Definitionsversuch von Arbeit von Hans-Paul Barth, einem Arbeitssoziologen, die ich ganz schön finde. Und Hans-Paul Barth hat mal geschrieben, Arbeit ist ein gekonntes, kontinuierliches, geordnetes, anstrengendes, nützliches Handeln, das auf ein Ziel gerichtet ist, welches jenseits des Vollzugs der Arbeitshandlung liegt. Und ich finde, mit dieser knackigen Definition kann man sehr schön auch mal so im Kopf Gedankenexperimente durchspielen. Ist Zähneputzen eigentlich Arbeit? Schuhe zubinden? Wird's schon ein bisschen schwierig. Aber wie ist das eigentlich mit auch mußevollen Tätigkeiten? Also der Violinist zum Beispiel im Orchester, arbeitet der, wenn er die Geige spielt? Alles solche offenen Fragen, die bis heute tatsächlich nicht beantwortet sind. Zumindest nicht in der Arbeitssoziologie. Ich muss gleich mal die Kollegin aus der Philosophie fragen. Günter Voss, den ich schon mal erwähnt habe, sagt, dass bei allen Unterschieden, die so herumschwirren, wenn es um die Arbeit geht, sie immer als zugleich belastend als auch bereichernd gedeutet wird. Also diese Grundambivalenz haben wir überall, wenn es um Arbeit geht. Ja. Arbeit ist niemals nur belastend oder nur bereichernd. Sie ist in der Regel beides. Und er hat mal versucht, über ganz verschiedene wissenschaftliche Definitionsversuche hinweg gängige Merkmale zu identifizieren, die Arbeit beschreiben. Sie ist eine spezifisch menschliche Eigenschaft oder Tätigkeit. Tiere arbeiten nicht. Ist in den letzten Jahren in der Wissenschaft immer umstrittener, das Thema. Aber zumindest Günter Voss 2010 war noch ziemlich sicher, nur Menschen arbeiten. Sie ist bewusst, sie ist zweckgerichtet, sie ist planmäßig. Das heißt, man hat in der Regel eine Idee von dem, was dabei rauskommen soll, und man folgt einer gewissen Stufenfolge. Es hat irgendwie eine lineare Ordnung in der Regel oder nicht unbedingt linear, aber es gibt eine Vorstellung von bestimmten Arbeitsschritten, die getan werden müssen. Werkzeuggebrauch. Der mit Werkzeugen hantierende Mensch galt ganz, ganz lange Zeit sozusagen als ein Urbild des Menschen. Ja, also wir sind sozusagen die Spezies, die mit Werkzeugen tätig ist. Diane Fossey hat das und Jane Goodall vor allem hat das auf den Kopf gestellt, als sie herausgefunden hat, dass auch Schimpansen mit Werkzeugen arbeiten. Da wird es auch schon ein bisschen kritisch. Ja, also ganz so klar ist die Abgrenzung zu unseren tierischen Freunden nicht. Kraftanwendung, Anstrengung, Mühe, Last und Elend sind mit Arbeit verknüpft, über sehr viele Definitionen hinweg. Gleichzeitig ist sie nützlich, produktiv, werkhaft, schöpferisch und sie trägt zu ökonomischer Wertbildung bei. Sie erzeugt ein vom Prozess ablösbares, überdauerndes Ergebnis und diese Ergebnisse werden sozial ausgetauscht. Das heißt, Kooperation spielt eine große Rolle bei Arbeit, gesellschaftliche Einbindung und Anerkennung der Aktivität. Und diese Anerkennung manifestiert sich in Gratifizierung, insbesondere in Bezahlung, und zwar monetäre Bezahlung. Das heißt, Arbeit wird sozusagen historisch nicht nur mit Mühe und Anstrengung, sondern eben auch mit Erfüllung und Selbstverwirklichung assoziiert. Und Alexandra Manske und Wolfgang Menz, zwei meiner Kolleginnen und Kollegen, schreiben in ihrem schönen Buch Theorien der Arbeit, dass Definitionen von Arbeit, die ich jetzt Ihnen gezeigt habe, immer Aufschluss darüber geben, welche Verständnisse von Arbeit im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Anerkennungsmustern und Verhältnissen stehen. Das heißt, jede Definition von Arbeit, die Sie irgendwo finden, sei es im Statistischen Bundesamt oder im Sozialrecht, ist immer ein Spiegel gesellschaftlicher Verhältnisse und zeigt uns, welche Normen über Arbeit die dominanten sind. In unserer stark arbeitszentrierten Gesellschaft ist Erwerbsarbeit zentrale Einkommensquelle und symbolischer Ausweis sozialer Existenzberechtigung. Das muss man so hart formulieren, wie es ist. Denn Menschen, die aus dem Arbeitsprozess ausgeschlossen sind, zum Beispiel arbeitslose Menschen, langzeitarbeitslose Menschen, Menschen mit chronischen Krankheiten und so weiter, haben sehr, sehr eingeschränkte Teilhabemöglichkeiten. Und das ist interessant, denn diese enge Verknüpfung von Erwerbsarbeit und sozialer Teilhabe, wenn Sie jetzt an die griechische Antike zurückdenken, könnte nicht weiter auseinanderliegen.
Wenn heute hier Aristoteles und Sokrates und Platon sitzen würden, die würden überhaupt nicht mehr fertig werden darüber, dass wir in unserer Gesellschaft Erwerbsarbeit mit sozialer Teilhabe zusammendenken. Für sie würde das eine das andere ausschließen. Damit komme ich jetzt zur zweiten Hälfte meines Vortrags, und zwar zu den Arbeitsformen, die in der Regel außerhalb der Norm existieren, die ich aber besonders spannend finde, gerade weil sie außerhalb der Norm der betrieblich verfassten regulären Erwerbsarbeit existieren und ohne die unsere Gesellschaft überhaupt nicht überlebensfähig wäre, wie auch das Gedankenexperiment von Herrn Bibel vorhin gezeigt hat. Und ein besonders schönes Beispiel dafür ist die globale Care-Ökonomie oder Versorgungsökonomie. Was ist das eigentlich? Mit Care-Work, Sorgearbeit, Reproduktionsarbeit, Fürsorgearbeit, gibt ganz viele verschiedene Begriffe dafür, werden typischerweise all jene überwiegend von Frauen, überwiegend unbezahlt, überwiegend informell geleisteten Tätigkeiten bezeichnet, die der menschlichen Bedürfnisbefriedigung dienen. Meine Freundin und Kollegin Cornelia Klinger, die Philosophin ist, hat mir eine sehr, sehr schöne Definition von Sorge präsentiert, die ich immer wieder verwende. Und Cornelia schreibt, Sorge betrifft alle theoretischen Reflexionen von und alle praktischen Relationen zwischen Menschen, die sich aus dem Werden und Vergehen des Lebens ergeben. Das heißt, sie sagt, Sorgearbeit dient der Kontingenz des menschlichen Lebens. Was heißt das? Sehr wissenschaftlich abstrakt. Kontingenz bedeutet, es könnte so sein, es kann aber auch so sein. Menschliches Leben ist im Kern hinfällig. Wir alle werden geboren, wir alle sind krank in unserem Leben und wir alle sind sterblich. Also es gibt sozusagen Sorgearbeit an den großen Polen des Lebens, die Natalität, die Morbidität und die Mortalität. Und Sorgearbeit ist genau die Tätigkeit, die genau diesen Passagen im menschlichen Leben gewidmet ist. Das Spannende an der Sorgearbeit ist, oder auch an der Sorgeforschung, die vor allem aus der Frauen- und Geschlechterforschung kommt, aus guten Gründen, ist, dass sie unser Verständnis von moderner Menschlichkeit grundlegend auf den Kopf gestellt haben. Die sogenannte Care-Ethik oder Sorgeethik hat nämlich gezeigt, unser Verständnis, das hat viel mit der Aufklärung zu tun, ist das von freien, autonomen, mündigen Bürgerinnen und Bürgern, die Kraft ihres Verstandes frei im Leben und autonom handeln und entscheiden können. Sorgeethikerinnen wie Joan Tronto hingegen sagen, das ist zwar eine ganz nette Vorstellung, hat aber mit der Realität gar nicht so viel zu tun, denn Menschen sind in allererster Linie nicht besonders autark und autonom, sie sind abhängig, permanent abhängig. Wir sind hochgradig abhängig, wenn wir geboren werden. Wir sind immer auf die Fürsorge anderer angewiesen, wenn es uns nicht gut geht. Und wenn wir sterben und auch davor, ja, also wenn wir uns zum Beispiel das hohe Alter anschauen, Pflegebedürftigkeit und so weiter, sind Menschen sehr, sehr abhängig von anderen. Das heißt, das Menschenbild, was wir häufig im Kopf haben, das ein Erbe der Aufklärung ist, ist ein sehr schönes Bild, an dem halte ich auch gerne weiter fest, aber wir dürfen niemals vergessen, Menschen sind nicht nur verstandesbegabt und autonom, sie sind immer hinfällig, abhängig, verwundbar und sehr fragil. Und ich finde, das ist ein ganz sehr, sehr schönes Menschenbild, von dem ich immer denke, wenn Politik und Wirtschaftspolitik im Besonderen sich stärker an diesem Bild ausrichten würden, würde unsere Gesellschaft sehr, sehr anders aussehen. Wäre aber vielleicht gar nicht so schlecht, denn wie wir alle wissen, ist unsere Gesellschaft, unser Wohlfahrtsstaat, unsere Vorstellung von Arbeit immer ausgehend von der Perspektive sozusagen geleitet, dass wir eigentlich permanent produktiv leistungsfähig sind. Aber das ist tatsächlich eher die Ausnahme als die Regel, denn die menschliche Norm ist, es geht uns häufig nicht gut. Wir werden regelmäßig krank. Und nicht nur regelmäßig krank, sondern viele Menschen haben chronische Erkrankungen, die sie früher oder später aus dem Erwerbsprozess ganz ausschließen. Und wie wäre es denn, wenn wir das Ganze mal von der Seite betrachten? Wie ich schon gesagt habe, wird Sorgearbeit überwiegend unbezahlt und informell, also außerhalb regulärer Erwerbsarbeitsverhältnisse ausgeübt. Und unsere tägliche Hausarbeit gehört genauso dazu, wenn Sie Wäsche waschen, wenn Sie Essen machen, wenn Sie einkaufen gehen. All das ist Sorgearbeit. Sorgearbeit wird aber auch professionell und bezahlt erbracht, natürlich in den Kitas, in der Altenpflege, in der sozialen Arbeit und so weiter. Und sie wird auch zunehmend professionell und bezahlt erbracht. Dass wir überhaupt über Sorgearbeit nachdenken als einer Form von Arbeit, verdankt sich der feministischen Arbeitskritik aus dem Kontext der zweiten Frauenbewegung 60er, 70er Jahre. Das war der Startpunkt, an dem Feministinnen anfingen zu kritisieren, dass diese Art der Arbeit, mit der Frauen jeden Tag mehrheitlich sozusagen zu tun haben, wenn wir uns sozusagen die dominante Hausfrauenexistenz in bestimmten Ländern Westeuropas in den 60er, 70er Jahren anschauen, dass diese Form der Arbeit überhaupt nicht gesehen wurde. Man muss leider sagen, bis heute immer noch ganz stark übersehen wird. Ja? Also sie ist nicht Teil des BIP, sie ist nicht Teil der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung.
Und den Feministinnen war damals ganz wichtig zu sagen, das ist auch Arbeit, die andere Hälfte des Lebens. Arbeit endet nicht, wenn wir das Fabriktor hinter uns lassen und nach Hause gehen, vor allem nicht für Frauen. Da beginnt nämlich die zweite Schicht sozusagen. Die Schweizer Ökonomin Mascha Madörin hat mal ausgerechnet, dass die unbezahlte Hausarbeit 70% der Bruttowertschöpfung der Schweiz ausmacht und ungefähr 40% der gesamten Wirtschaft. Und allein der Wert der Arbeit für die Zubereitung von Mahlzeiten und das Abwaschen von Geschirr beträgt mehr als die Bruttowertschöpfung des gesamten Schweizer Bankensektors. Auch eine schöne Rechnung, gibt's leider ganz wenig in der Ökonomie. Dafür muss man dann eben schon eine feministische Ökonomin wie Mascha Madörin sein, damit man solche spannenden Statistiken produziert. Auch in Deutschland zum Beispiel im Jahr 2013 arbeiten Frauen mehr als Männer und häufig unbezahlt. Ungefähr 45 Stunden ist eine Frau im Durchschnitt mit Familienbetreuung, Haushalt, Job und Ehrenamt in der Woche beschäftigt. Und das heißt 1 Stunde mehr als ein durchschnittlicher Mann. Gibt aber noch aktuellere Zahlen. 2024 zeigt uns das Statistische Bundesamt, Frauen in Deutschland haben pro Woche durchschnittlich rund 9 Stunden immerhin mehr unbezahlte Arbeit geleistet als Männer. Das entspricht 1 Stunde und 19 Minuten pro Tag. Der sogenannte Gender Care Gap, das ist sozusagen die Differenz in der Zeit, im durchschnittlichen Zeitaufwand für unbezahlte Haus- und Sorgetätigkeiten, lag bei 44%. Und diese Kennziffer zeigt den unterschiedlichen Zeitaufwand, den Frauen und Männer ab 18 Jahren für unbezahlte Haus- und Sorgearbeit im Durchschnitt aufbringen. Ja, also sowas wie Haushalt führen, Kinder betreuen, Pflege von Angehörigen, aber auch freiwilliges Engagement zählt zum Beispiel dazu. Fast die Hälfte der unbezahlten Arbeit setzt sich bei Frauen aus den ganz klassischen Haushaltstätigkeiten zusammen, wie Kochen, Putzen, Wäsche waschen. Und fast 2 Stunden pro Tag oder mehr als 13 Stunden pro Woche wenden Frauen im Schnitt für diese Tätigkeiten auf. Männer verbringen mit weniger als 1 Stunde pro Tag und 6,5 Stunden pro Woche nur halb so viel Zeit damit. Also Pi mal Daumen machen Männer halb so viel unbezahlte Haus- und Sorgearbeit. Und das gilt auch für die Betreuung, für die Pflege, für die Unterstützung von Kindern und auch erwachsenen Haushaltsmitgliedern, mit denen Frauen fast doppelt so viel Zeit verbringen als Männer. Und pro Woche wenden sie hierfür mehr als 3,5 Stunden auf, Männer nur knapp 2 Stunden. Das sieht man hier auch nochmal ganz schön in dieser Grafik, auch Statistisches Bundesamt. Besonders spannend ist hier auch zu sehen, welche Tätigkeiten auf welche Geschlechter sozusagen in welchen Proportionen entfallen. Das Kochen, also die Zubereitung von Mahlzeiten, Hausarbeit in der Küche, ganz klar Frauenarbeit, ja, da sind Männer nur zur Hälfte engagiert. Wenn wir dann aber die Gartenarbeit, das Bauen, die handwerklichen Tätigkeiten angucken, da sind die Männer vorne dabei. Ich möchte jetzt sozusagen passend dazu ein Beispiel für verdammt harte, körperliche und psychisch anstrengende Arbeit geben, die ganz, ganz lange überhaupt nicht gesehen wurde und die eigentlich die Grundlage dafür bildet, dass Deutschland als eine hochaltrige Gesellschaft trotz des demografischen Wandels so leidlich über die Runden kommt. Das ist die häusliche Pflege. Die Angehörigen in Deutschland können mit Fug und Recht als größter Pflegedienst der Nation bezeichnet werden. Der größte unbezahlte Pflegedienst der Nation muss man hinzufügen. Und noch niemals zuvor wurde in Deutschland so lange, so intensiv häuslich gepflegt. 84% aller Pflegebedürftigen in Deutschland werden häuslich betreut und die Mehrheit davon ausschließlich von Angehörigen und nicht durch die Hinzuziehung zum Beispiel ambulanter Pflegedienste. Die Mehrheit dieser pflegenden Angehörigen ist weiblich, im erwerbsfähigen Alter und bis zu 84 Stunden pro Woche in die häusliche Pflege eingebunden. Und häusliche Pflege dauert im Schnitt zwischen 5 und 8 Jahren. Das ist also nichts, was man in 2 Wochen erledigt hat und dann ist es vorbei, sondern es ist ein Prozess, der über Jahre geht und der immer zeitintensiver wird. Das Problem ist nur, dass die Mehrheit dieser weiblichen pflegenden Angehörigen im erwerbsfähigen Alter sind und es irgendwie unter einen Hut kriegen müssen, was einer Quadratur des Kreises gleicht. Das heißt, in der Regel brechen viele Frauen, wenn sie Pflege übernehmen, in ihren Familien früher oder später die Erwerbsarbeit ab, weil das eben nicht zusammengeht, vor allem nicht, wenn man zum Beispiel stark an Demenz erkrankte, pflegebedürftige Angehörige hat mit Weglauftendenz, da können sie nicht nebenbei arbeiten gehen. Und um Ihnen ein bisschen zu zeigen, wie das aussehen kann, habe ich Ihnen ein paar Ausschnitte aus einem Interview mitgebracht, das ich vor einigen Jahren mit Frau Voss geführt habe. Der Name ist natürlich anonymisiert. Frau Voss ist eine Mikrobiologin, die Vollzeit erwerbstätig ist. Sie ist geschieden, hat 2 erwachsene Kinder, also die Kinder sind schon aus dem Haus und in diesem Haus lebt sie mit ihrem Partner und ihrer
mittlerweile 89-jährigen Mutter. Und als die Mutter 89 und pflegebedürftig wird, ist sie nahezu blind, hat altersbedingte Diabetes, sitzt aufgrund eines steifen Beins im Rollstuhl, hat diverse Operationen und Herzinfarkte hinter sich und zeigt seit einiger Zeit Anzeichen einer einsetzenden Altersdemenz. Und bevor Frau Voss durch einen ambulanten Pflegedienst zusätzliche Hilfe erhält, verrichtet sie die morgendliche Grundpflege, würde man in der Pflege sagen, die Hauswirtschaft, die Behandlung, alles im Alleingang. Und sie sagt, dass ich mir dann notgedrungen, war es dann notwendig, dass ich sie früh, bevor ich zur Arbeit ging, geweckt habe. Meist schlief sie sogar noch. So, ja, 6:30 rum habe ich sie angezogen, an den Frühstückstisch gesetzt oder beziehungsweise wir haben so in der Zeit etwa halb bis dreiviertel Jahr lang sogar im Bett gefrühstückt, weil sie nicht aufstehen wollte. Es war ihr einfach zu zeitig. Wecken, weil sie ihr Insulin kriegen musste und sie musste ihre Medikamente bekommen. Ja, ich konnte sie also nicht alleine weiter schlafen lassen. Das hat sie nicht mehr auf die Reihe gekriegt, sich selbst zu spritzen und ihre Medikamente zu nehmen. Also habe ich das früh gemacht. Sie hat sie auch noch gewaschen, gekämmt, angezogen, habe sie dann wieder ins Bett gelegt und dann konnte sie liegen, solange sie wollte und ich bin dann zur Arbeit gegangen. Den Balanceakt zwischen Beruf und Pflege beschreibt Frau Voss folgendermaßen. Und es ist nur schade, wenn es wirklich einfach abgetan wird, so nach dem Motto, du bist jetzt die Tochter, dann kümmere dich bitte darum, ja? Ich kann nicht auf 5 Hochzeiten tanzen. Ich kann nur entweder meine volle Arbeitskraft dort reinstecken, dann brauche ich aber auch die Unterstützung, meinen zweiten Beruf in Anführungsstrichen eine Pflegeperson zu sein. Also sie hat das Gefühl, sie hat eigentlich 2 Berufe, sozusagen 2 Schichten, nur mit dem Problem, dass nur einer von beiden bezahlt wird und auch nur einer wirklich als Arbeit anerkannt wird. Frau Voss muss, damals zumindest, als wir das Interview zusammen geführt haben, muss ihre Mutter beinahe jede Nacht bei den Toilettengängen begleiten, weil die alte Dame, wie gesagt, im Rollstuhl sitzt, sich nicht allein bewegen kann und aufgrund der einsetzenden Altersdemenz häufig auch orientierungslos ist. Und Sie können sich vorstellen, was es bedeutet, wenn Sie den ganzen Tag im Labor arbeiten, aber die Nächte sozusagen nicht durchschlafen können, weil Sie Ihre Mutter auf Toilette begleiten müssen. Und sie sagt, ja, es schlaucht. Es schlaucht schon. Es ist so, wenn ich versuche, so meine ganzen häuslichen Dinge, man hat ja noch einen eigenen Haushalt zu machen, Wäsche zu waschen oder ja auch im Garten da auch drumherum was zu tun, so dass ich so unter der Woche bis 8 Uhr erledigt habe und dann essen wir Abendbrot und dann sitze ich auf meinem Sofa und in der Regel schlafe ich ein. Also 10 Minuten Ruhe irgendwo hingesetzt, fange ich an zu schlafen. So nach 2 Stunden komme ich dann zu mir und taumle ins Bett. Das war's dann. Also ich habe rigoroses Schlafbedürfnis, ne, immer. Und in der Nacht dann immer durch diese Aufwachphasen zwischendurch und so, auch am Wochenende schlafe ich sehr viel. Habe ich immer das Bedürfnis, ich bin noch nicht ausgeschlafen. Ich schlafe sogar hier am Schreibtisch, muss ich zugeben, ein. Das ist sozusagen ein kleiner Blick in den Alltag von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen, die sich um sie kümmern. Und finde ich ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass es harte Arbeit, die da geleistet wird, in sozusagen privaten Haushalten, relativ verborgen vor sozusagen der öffentlichen Wahrnehmung. Und die ist sozusagen der Grundpfeiler dafür auch, dass das deutsche Pflegesystem im internationalen Vergleich chronisch unterfinanziert ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Ein anderes Beispiel für Arbeit, die häufig nicht so sehr als Arbeit daherkommt, ist das freiwillige Engagement in Deutschland. Sehr, sehr viele Menschen, nämlich 28,8 Millionen, sind in Deutschland freiwillig engagiert. Das sind rund 40% der Bevölkerung und das ist auch ansteigend in der Tendenz. Und ich sage das nur deswegen, weil das freiwillige Engagement tatsächlich auch mit personenbezogenen Dienstleistungen zum Beispiel ganz viel gemein hat, ganz viele Ähnlichkeiten und Überschneidungen. Und es ist wichtig auch anzuerkennen, dass auch da permanent Arbeit geleistet wird. Und das freiwillige Engagement gilt nur deswegen häufig nicht als Arbeit, weil es in erster Linie mit Muße, mit Freiwilligkeit, mit kreativem Tun und so weiter, ja, mit Gemeinwohlbezug assoziiert wird. Nichtsdestotrotz ist aber auch das Arbeit. Und es ist ein besonderer Typ von Arbeit, der es mir seit einigen Jahren angetan hat und mit dem ich jetzt auch zum Ende komme, nämlich die informelle Arbeit. Informelle Arbeit ist wirklich Arbeit jenseits der Norm. Denn wenn wir versuchen zu erklären, zu definieren, was informelle Arbeit ist, können wir immer nur über die Abgrenzung zu dem sozusagen, was es nicht ist, gehen. Das heißt Arbeit mit regulärer, bezahlter Lohnarbeit auf der Grundlage eines Arbeitsvertrages. Das ist sozusagen unsere Idealvorstellung. Das ist die Norm, ja, über die wir ganz oft nachdenken. Und die informelle Arbeit ist das Gegenstück. Global arbeiten Menschen mehrheitlich zu 60% im sogenannten informellen Sektor, was ungefähr 2 Milliarden Menschen entspricht. Und informelle Arbeitsverhältnisse sind all jene, die nicht arbeits- und sozialrechtlich reguliert sind.
bei denen faktisch das Arbeitsrecht nicht greift oder verletzt wird, bei denen es entweder keinen Arbeitsvertrag als Grundlage gibt oder dieser Arbeitsvertrag wird verletzt. Informelle Arbeit ist ein riesiger Begriff, der ganz, ganz viele verschiedene Formen von Arbeit umfasst. Das ist auch ein großes Problem an diesem Begriff. Das heißt, sowohl die unbezahlte Haus- und Sorgearbeit fällt darunter, als auch das freiwillige Engagement bis hin zur Schattenwirtschaft. Also das, was zum Beispiel die italienische 'Ndrangheta macht, ist auch informelle Arbeit, aber auf hochprofessionellem, fast industriellem Niveau. Und genauso aber auch zum Beispiel die unfreie Arbeit, die tatsächlich, also früher hat man von Sklaverei gesprochen, in der Wissenschaft wird manchmal von moderner Sklaverei gesprochen. Wenn wir uns die Forschung dazu anschauen, müssen wir leider feststellen, dass die nicht abgenommen hat, sondern im Gegenteil. Unfreie Arbeit steigt seit Jahren global an und die Internationale Arbeitsorganisation schätzt die Anzahl von Menschen, die in unfreier Arbeit tätig sind, und das umfasst leider auch Kinder, auf 27,6 Millionen. Und das ist nur sozusagen eine ungefähre Schätzzahl. Die Dunkelziffer ist natürlich viel, viel höher. Auch das ist informelle Arbeit. Ja. Damit komme ich zum Schluss und mit einem kleinen Vorschlag, den ich mal zusammen mit meinem Kollegen Hans Pongratz entwickelt habe. Wir haben nämlich überlegt, wie können wir denn in der Arbeitssoziologie Arbeit vielleicht neu denken, um diese Vielfalt, die ich heute versucht habe, Ihnen zu skizzieren, viel ernster zu nehmen. Und dann bin ich irgendwann auf den etwas sperrigen Titel transversale Arbeitssoziologie gekommen. Klingt irgendwie ein bisschen abgefahren. Transversus im Lateinischen bedeutet quer. Ich habe gedacht, wir brauchen eine andere, eine quere Perspektive in der Arbeitsforschung. Wir wollen eine transversale Arbeitssoziologie, die sich vor allem die unterschiedlichen Arten von Arbeit und ihre Wechselwirkung anschaut. Und wir würden uns wünschen, dass das viel mehr die Norm ist in der Arbeitssoziologie und nicht in erster Linie der Fokus auf die industriebetrieblich verfasste reguläre Erwerbsarbeit. Das heißt, wie heute das Gedankenexperiment von der Bibel heute schon gezeigt hat, Sie sind den ganzen Tag am Arbeiten, aber das machen Sie in ganz vielfältigen Formen und diese Formen stehen in einem Wechselverhältnis zueinander. Das heißt, es hängt zum Beispiel von der unbezahlten Reproduktionsarbeit Ihrer Familie ab, wie gut und ausgeruht Sie im Büro sitzen. Wenn die nicht so gut gelaufen ist, dann sind Sie nicht so frisch und erquickt im Büro. Ja? Früher in der feministischen Kritik, in der zweiten Frauenbewegung, gab es immer so schöne Grafiken, die gezeigt haben, wie der Industriearbeiter früh am Fabriktor steht, ausgeschlafen, ernährt, er hatte Frühstück. Vielleicht hat ihm seine Frau am Abend zuvor den Kopf auch ein bisschen gekrault. Das ist auch ganz gut für die Regeneration. Ja? Das heißt, da ist auch schon Arbeit reingeflossen, aber die ist eben unbezahlt. Und das ist übrigens auch fürs Kapital sehr nützlich. So eine Arbeitssoziologie würden wir gerne machen. Eine Arbeitssoziologie, die die Vielfalt von Arbeit in den Blick nimmt und sich anguckt, wie beeinflussen sich verschiedene Formen von Arbeit eigentlich. Und ich habe dann noch gedacht, das können wir noch ein bisschen präziser machen. Mein Vorschlag ist, dass wir Dualismen überwinden, wenn wir über Arbeit nachdenken. Also nicht so sehr in dieses Muster, das ist Arbeit, das ist nicht Arbeit, sondern, ich habe hier ein schönes Zitat mitgebracht von Regina Becker-Schmidt, einer Philosophin, die jetzt erst kürzlich gestorben ist. Und Regina Becker-Schmidt hat mal geschrieben, Entzweites lässt sich nicht verknüpfen, was auseinandergetreten ist. Es zieht sich der Vermittlung. Und sie wollte damit darauf hinaus zu sagen, wenn wir in Dualismen denken, ja, also A und B, dann bleibt all das unsichtbar, was sich zwischen A und B abspielt. Ja, wenn wir immer nur zwei Pole sozusagen separat voneinander an ganz verschiedene Orte stellen und es gibt keine Verbindung mehr, dann ist eigentlich das, was wirklich spannend ist, nämlich die ganzen Wechselwirkungen dazwischen, bleiben außen vor. Deswegen würde ich sagen, sollten wir vielleicht weg von den Dualismen und nicht mehr über das ist Arbeit und das ist nicht Arbeit nachdenken, sondern Arbeit vielleicht im Spektrum denken. Das wäre doch mal eine spannende Idee. Hans-Günter Voss hat mal geschrieben, wesentlich sinnvoller ist es, einen Apparat von Aspekten zu entwickeln, die man relational aus philosophischen oder historischen Gründen mit Arbeit verbinden möchte. Diese können analytisch flexibel für den Hintergrund der jeweiligen gesellschaftlichen Konstellation Aktivitäten zugeordnet werden, um diese zu beurteilen. Dann geht es nicht mehr um die auf eine Definition abzielende Frage, was ist Arbeit und was nicht. Also Hans-Günter Voss sagt, dass wir immer versuchen, Arbeit zu definieren, ist überhaupt nicht zielführend. Da kommen wir an kein Ziel. Sondern worum geht es? Es geht eher darum, in welchem Ausmaß und hinsichtlich welcher Aspekte unterschiedlichste Aktivitäten von Menschen in der Gesellschaft Arbeitscharakter haben und warum das so ist. Das ist für ihn und für mich auch die viel spannendere Perspektive. Also nicht mehr zu sagen, das ist jetzt Arbeit, das ist hier die Definition. Definitionen sind ja auch nur Konventionen, sind Normen, die haben gar nicht so besonders viel Erkenntnispotenzial, sondern dass wir uns eher anschauen, Menschen sind ganz vielfältig tätig
Und manchmal, unter ganz bestimmten Bedingungen, haben ihre Tätigkeiten mehr Arbeitscharakter, manchmal weniger. Und was sagt uns das eigentlich über Gesellschaft aus? Und drittens und letztens, Arbeit als eine ökonomische Aktivität bestimmen. Das habe ich deswegen noch mit aufgeschrieben, weil ich ein bisschen zwischen den Stühlen sitze. Auf der einen Seite habe ich meine feministischen Kritiken, die sagen, Sorgearbeit ist Arbeit, es ist unbezahlte Arbeit. Dann gibt es aber auch Wortschöpfungen wie Beziehungsarbeit. Da bin ich schon ein bisschen mehr unter Druck, dass ich dann denke, immer wenn wir zum Beispiel mit unserer besten Freundin sprechen, der es gerade nicht gut geht und wir trösten, ist das dann auch Arbeit? Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen frustrierend, weil dann hört die Arbeit ja gar nicht mehr auf. Also würde ich sagen, okay, wir müssen schon irgendwie die Arbeit, damit es jetzt nicht so inflationär alles Arbeit ist. Heute spricht man ja auch von Self-Care, ja, also wenn ich mir die Haare föhne, ist das dann Arbeit? Dann höre ich wirklich gar nicht mehr auf mit Arbeiten. Ich meine, die Feministinnen der zweiten Frauenbewegung sind so weit gegangen, dass sie gesagt haben, Sex ist auch Arbeit für Frauen. Ja? Also das, was Ehefrauen sozusagen im Ehebett nachts leisten, ist schwere körperliche Arbeit. Auch Geschmackssache, ob man das jetzt sozusagen so sehen will. Ne? Also Arbeit als ökonomische Aktivität deuten wäre dann mein Vorschlag zu sagen, wir müssen auch ein bisschen gucken, dass es nicht zu inflationär wird. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, hoffe, dass ich Arbeit ein bisschen spannend für Sie gemacht habe und freue mich auf die Diskussion. Tina Hauptner, vielen lieben Dank für die Reise durch die Arbeit, durch die verschiedenen Arbeitsformen. Vielfältiger kann es nicht sein. Ich glaube, das hat ganz schön viel gemacht. Es gab einen guten Input. Wir haben vielleicht nochmal drüber nachgedacht, was unsere Normalität angeht. Und Vielfalt ist auch ein gutes Stichwort, weil die Ringvorlesung macht was aus, nämlich, dass wir danach in einen Austausch kommen. Und wenn ich jetzt so mal gucke, sitzen hier sehr viele unterschiedliche Menschen und das ist gut so. Vielleicht wäre jetzt Ihr Part sozusagen, Sie können Fragen stellen, Sie können Ihre Erfahrungen austauschen, Sie können vielleicht auch Ihre Vorstellung von Arbeit nochmal hinterfragen laut. Ich bin gespannt. Ich gucke mal in Ihre Gesichter. Gibt es denn Fragen, Anmerkungen? Jederzeit dann jetzt raus damit. Also hat Arbeit denn eigentlich im Alltag von den Menschen eigentlich noch eine weitere Rolle, außer hier den Erwerbsunterhalt und hier soziale Teilhabe? Unbedingt. Das habe ich ein bisschen versucht deutlich zu machen. Arbeit ist nie einfach nur sozusagen Mühsal, sie ist immer auch Selbsterfüllung, sie ist Selbstverwirklichung und sie hat sozusagen ihre Gestalt durch die Geschichte nicht nur permanent gewandelt, sondern auch immer stärker angereichert. Arbeit ist unfassbar viel zur gleichen Zeit. Und wir leben gerade, was die Arbeit und ihre Vielfältigkeit angeht, in sehr, sehr spannenden Zeiten, weil wir heute sozusagen im Kontext von Plattformökonomie, von Gig-Ökonomie, von sehr flexibler, agiler Arbeit, zum Beispiel auch in der also in der Gaming-Industrie zum Beispiel, gibt es schöne Studien dazu, die zeigen, Arbeit ist eigentlich nicht das, was man macht, um etwas zu verdienen, sondern das ist sowas wie eine Berufung, das ist ein Hobby, das ist irgendwie das, was mir Spaß macht, was mich auszeichnet. Auch ein bisschen schwierig, weil auch in der Gaming-Industrie gibt es schwierige Arbeitsverhältnisse. Aber da haben wir sozusagen diese Auffassung von Arbeit. Das heißt, Arbeit ist wirklich unfassbar viel. Und ich würde sagen, das Einzige, was Arbeit nicht ist, das ist vielleicht ein bisschen zu einfach gedacht, aber der deutsche Philosoph Theodor W. Adorno hat mal ein schönes Bild geprägt. Der hat gesagt, das auf dem Wasser treiben, sur l'eau, auf dem Wasser liegen, das ist definitiv keine Arbeit. Also wenn Sie im Swimmingpool sozusagen liegen auf Ihrem Reifen, dann ist das definitiv keine Arbeit. Aber dann wird es schon schwierig zu sagen, wenn Sie aus dem Swimmingpool rausgehen und Ihrer Mutter vielleicht ein Getränk anreichen, geht's dann schon los? Dann geht die ganze Problematik los. Ja. Ja, also vielen Dank für diesen spannenden Vortrag, für Ihre Arbeit, die nicht unbezahlt war, die auch Freude machen. Also ich habe ganz viele Impulse gehabt und also auch sehr wertschätzend von Ihrer Seite. Also herzlichen Dank. Mich treiben zwei Sachen um. Das erste, wir haben ja, glaube ich, eine Veränderung jetzt mit Kanzler Merz erlebt, der gesagt hat, Mehrarbeit oder Überstunden werden jetzt neu entlohnt. Da gab es ja eine gesetzliche Änderung sogar. Und der hat ja sogar groß gesagt, wir müssen wieder härter und mehr arbeiten. Das ist ja alles so fluffy in Deutschland. Was halten Sie denn davon? Nicht so viel. Tatsächlich nicht besonders viel. Als Soziologin beobachte ich solche Veränderungen erstmal sozusagen aus einer kritischen, skeptischen und interessierten Distanz. Finde aber sehr interessant, weil Friedrich Merz Politik reiht sich ein, finde ich, in eine Dynamik und Veränderung unserer Arbeitsgesellschaft, die gekennzeichnet ist
davon, dass wir zum Beispiel zunehmende wohlfahrtspolitische Verteilungskonflikte haben. Das hat viel damit zu tun, wie der Sozialstaat sich finanziert. Das wiederum hat ganz viel damit zu tun, wie die Arbeit funktioniert und organisiert wird, wie auch sich die globale Ökonomie verändert hat und so weiter. Aber ich beobachte durchaus mit Sorge seit Jahren, dass zum Beispiel arbeitslose Menschen wieder stärker stigmatisiert, wieder stärker unter Druck gesetzt werden. Also dass sozusagen die alten Debatten, die man noch früher kannte von Florida-Rolf, dass die tatsächlich wieder eine Renaissance erleben, dass jetzt sozusagen Bürgergeldempfänger als Arbeitsverweigerer tituliert werden, wo ich zumindest sagen kann, ich habe viele Jahre Forschung zu Arbeitslosen gemacht. Ich wäre mal sehr überrascht, wer diese Arbeitsverweigerer sein sollen. Die sind mir in der Regel nicht begegnet. Also das ist ein Teil von dem, was Sie gerade genannt haben. Da kommen noch Debatten dazu, die ich auch sehr problematisch finde, wo es nicht nur darum geht, das Renteneinstiegsalter zu erhöhen, sondern zum Beispiel Karenzzeiten wieder einzuführen, hat jetzt der Chef von DM vorgeschlagen, der Götz Werner, der hat gesagt, naja, vielleicht sollte man ja in den Unternehmen, wenn die Leute krank sind, die Karenzzeit wieder einführen. Das heißt, die können ja krank zu Hause sein, aber dann gibt es keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, was auch mal eine gewerkschaftliche Errungenschaft in Deutschland war. Also das sind alles Entwicklungen, die ich durchaus mit Sorge betrachte, die ich schwierig finde. Und vor allem deswegen, weil wir gerade jetzt in Zeiten leben, wo immer die Devise ist, wir müssen den Gürtel wieder enger schnallen, wir müssen alle mehr arbeiten. Wenn wir uns aber zum Beispiel anschauen, was die Hans-Böckler-Stiftung seit vielen Jahren untersucht, dass die deutsche Erwerbsbevölkerung immer erschöpfter ist, dann frage ich mich ein bisschen, wie das zusammengehen soll. Ja. Ich bin ganz bei Ihnen. Auch die Lehren aus Corona haben uns ja gezeigt, Absolut. wo es hinführt. Absolut. Und das wäre dann meine zweite Frage. Ich hoffe, es ist okay, dass ich Ihren Raum einnehme. Wie sehen Sie denn die Arbeitswelt von morgen? Was verändert sich? Ja, es ist jetzt ein großes Thema, ne? Aber vielleicht auch Stichwort KI, ne? Natürlich wird die KI nicht das Kind wickeln und die Schwiegermutter pflegen. Das wird weiterhin ich tun müssen, ne? Aber vielleicht kann die KI was anderes tun. Was verändert sich für mich? Also ohne, dass ich KI-Expertin bin, weiß ich zumindest, was meine Kolleginnen und Kollegen zu KI und digitaler Arbeit in den letzten Jahren erforschen. Und das ist tatsächlich relativ unübersichtlich. Also es ist immer ein sowohl als auch. Die KI bietet ganz viele Möglichkeiten, also nicht nur KI, sondern zum Beispiel auch Robotik in der Pflege. Da gibt es durchaus viel Potenzial, auch zur Entlastung von Fachkräften und so weiter. Es ist aber überhaupt nicht so, dass die KI jetzt sozusagen als die technologische Wunderwaffe in der Industrie überall eingesetzt wird. Das ist nicht der Fall. Also sie wird sehr, sehr unterschiedlich eingesetzt. Sie erzeugt auch immer wieder sozusagen Adaptionsprobleme. Also es ist überhaupt nicht so. Es gibt zum Beispiel jetzt sehr schöne Studien von meinen Kollegen, die zeigen, wie in der Industrie die KI zum Einsatz kommt und die Arbeitskräfte aber relativ frustriert sind damit, weil sie sagen, das kann ich alles auch. Ich verstehe es überhaupt nicht, was das jetzt hier soll. Also damit wird der Arbeitsprozess jetzt nicht optimiert. Das kann ich genauso gut, wenn nicht besser. Ja? Also wir haben sozusagen auf der einen Seite Entlastungspotenziale, auf der anderen Seite aber durchaus auch Entwertungserfahrung von Beschäftigten, die sagen, ich fühle mich sozusagen als Arbeitskraft jetzt ein bisschen degradiert. Ja? Was wir auf jeden Fall sehen, eine Tendenz seit ein paar Jahren, und das wird sich weiter fortsetzen, ist die Polarisierung der Arbeitswelt. Also wir haben eine Polarisierung von Arbeitsmärkten. Das heißt, wir haben auf der einen Seite gering qualifizierte Beschäftigungssegmente, zum Beispiel auch im Niedriglohnbereich, die sehr prekär unterwegs sind, wo schlechte Arbeitsbedingungen dominieren, was auch ein Feld in Bewegung ist und was nicht besonders klein ist, und auf der anderen Seite des Spektrums hochqualifizierte, relativ gut abgesicherte Arbeitskräfte. Und die Kluft zwischen diesen beschäftigten Gruppen und Segmenten, die klafft immer weiter auf. Das ist eine sehr problematische Entwicklung, ne? Dass wir auch sehen, dass der Niedriglohnsektor zum Beispiel expandiert, zumindest auch in Deutschland hat er sehr lange, sehr stark expandiert, ist jetzt nicht mehr im internationalen Vergleich so krass. Aber zum Beispiel dieses Phänomen Niedriglohnsektor macht auch ganz viel mit dem Wohlfahrtsstaat. Also diese Verbindung muss man unbedingt mitbedenken. Ja, das sind vielleicht so ein paar Tendenzen. Also KI ändert sehr, sehr viel, wird definitiv unsere Arbeitswelt grundlegend umkrempeln, aber wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Sozusagen auf der einen Seite halte ich nichts davon zu sagen, oh, das ist alles ganz furchtbar mit der KI, aber sie als sozusagen Allheilmittel und technologischen Fix anzusehen, der ganz viele unserer Probleme von alleine sozusagen lösen wird, daran glaube ich auch gar keinen Fall. Welche Themen werden momentan in der Forschung zu Arbeitsmärkten und Arbeitspolitik besonders diskutiert? Verdammt viele. Also das, was ich gerade genannt habe, ist ein Thema, also die Spaltung von Arbeitsmärkten. Es gibt in der Soziologie einen ganzen Forschungszweig, der nennt sich sozusagen Arbeitsmarktforschung. Und da gibt es verschiedene Theorien und vor allem international vergleichende Studien, die sich dann angucken, wie unterscheidet sich die Arbeitsmarktpolitik in verschiedenen Ländern. Auch spannend in Bezug auf Deutschland zum Beispiel wird dann viel untersucht, zum Beispiel, was hatten die sogenannten Hartz-IV-Reformen zum Beispiel auf dem deutschen Arbeitsmarkt verändert und so weiter. Da gibt's ganz, ganz viel.
Ne? Und KI, also das ganze Thema Digitalisierung der Arbeit ist, würde ich sagen, momentan eins der am meisten beforschten Themen in der Arbeitssoziologie. Vor ein paar Jahren vergleichbar mit Industrie 4.0. Aber ich würde sagen, jetzt gegenwärtig ist es auf jeden Fall die Digitalisierung der Arbeit. Dazu wird sehr, sehr viel geforscht. Finde ich gut, finde ich wichtig. Aber ich finde, man darf darüber nicht vergessen, dass es auch andere spannende arbeitssoziologische Untersuchungsgegenstände gibt, die außerhalb dieser Norm sozusagen passieren. Ne? Und das sind ein paar, die ich heute auch erwähnt habe. Ne? Also jetzt stürzen sich sozusagen auch viele international auf Digitalisierung. Aber da passiert links und rechts auch was anderes. Und interessant finde ich dann immer wieder, aber wahrscheinlich auch, weil ich viel dazu geforscht habe, den Pflegebereich, wo es zum Beispiel sehr interessant ist, was Robotik kann und was sie nicht kann. Roboter sind unheimlich gut, wenn es zum Beispiel um Operationen geht. Also sie haben eine geringere Fehlerwahrscheinlichkeit als menschliche Chirurginnen und Chirurgen bei Herz-OPs zum Beispiel, was schon mal toll ist. Aber wenn es darum geht, Blut abzunehmen und eine Spritze zu verabreichen, sind sie grottenschlecht. Das funktioniert nicht so richtig. Ja, vielen Dank auch von mir für den sehr interessanten Vortrag. Sie hatten zum Pflegesystem in Deutschland, also waren immer mal so ein paar Nachsätze, dass sozusagen die häusliche, privat organisierte Pflege das Ganze noch so am Laufen hält. Gibt es da Unterschiede in anderen europäischen Ländern oder in westlichen Ländern oder asiatischen Ländern, wie das da organisiert ist? Ich kann Ihnen jetzt keinen globalen Vergleich geben, aber wir haben auf jeden Fall Unterschiede. Ja, also die deutsche Pflegepolitik oder das deutsche Pflegeregime ist ein konservatives. Auch der deutsche Wohlfahrtsstaat gilt im internationalen Vergleich als ein konservativer. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Familie eine ganz große Rolle zugewiesen wird. Also die Familie, ihre Angehörigen sind in erster Linie dafür verantwortlich, sich zu kümmern, wenn jemand zum Beispiel pflegebedürftig wird. Das heißt bei uns Subsidiaritätsprinzip. Und das ist typisch für den deutschen Wohlfahrtsstaat und auch sein Pflegeregime. Wenn Sie in andere Länder gucken, zum Beispiel die skandinavischen Wohlfahrtsstaaten sind sehr anders aufgebaut. Die gelten als sozusagen sozialdemokratisch, werden auch manchmal anders bezeichnet. Aber da ist es tatsächlich so, dass Pflegearbeit viel stärker professionalisiert ist, dass sie auch sozusagen in sozialstaatlicher Trägerschaft organisiert ist und dass Angehörige und Familien damit viel, viel stärker entlastet sind als zum Beispiel in Deutschland. Italien wiederum, auch ein konservativer Wohlfahrtsstaat, da lastet noch mehr Verantwortung auf den Familien. Ja? Und daran sehen wir, wie sich Pflegepolitiken entwickeln, hat ganz viel mit nationalstaatlicher Geschichte zu tun, wo man herkommt, welchen Einfluss Religion zum Beispiel auch hat. Ne? Also gerade in Deutschland beim Wohlfahrtsstaat spielt der Katholizismus eine große Rolle. Nicht überall gleichermaßen, ne? Aber durchaus. Ja? Das heißt, ich würde sagen, Deutschland ist gerade, wenn es darum geht, wie Familien in die Pflicht genommen werden, wie sie auch belastet sind, ein besonders gutes Beispiel. Und wie gesagt, viele Jahre lang hat sich Deutschland europaweit damit gerühmt, den größten Anteil von häuslicher Pflege durch Angehörige zu haben. Und das fand ich immer ein etwas ambivalentes Selbstlob, weil, wie gesagt, wir wissen, wie belastend die häusliche Pflege für Angehörige ist und dafür braucht es eine andere Lösung, würde ich sagen. Aber danke für Ihre Frage. Haben Sie völlig recht. Wenn man wenn viele Leute über KI sprechen, dann schwingt häufig die Angst damit durch die gesteigerte Produktivität, die in einigen Branchen erreicht wird, die Gefahr eines Wegfalls von Arbeitsplätzen und damit der Arbeitslosigkeit, was natürlich durch die Stigmatisierung von Arbeitslosigkeit eine sehr häufige Angst ist der Menschen. Wie denken Sie, wird sich die Gesellschaft eventuell verändern oder verändern müssen, wenn sehr viele Stellen durch KI wegfallen würden? Das ist eine schwierige Frage, weil für mich die Frage noch ganz unklar ist, ob die KI tatsächlich dazu führt in the long run, dass viele Leute sozusagen freigesetzt werden. Da gibt es sehr, sehr widerstreitende Forschungsergebnisse. Es ist natürlich ein Prozess, wo wir sozusagen jetzt noch die nächsten Jahre und auch Jahrzehnte abwarten müssen. Meine Kolleginnen vom Münchner Institut für Sozialforschung forschen seit vielen Jahren zu KI und sozusagen auch zu den arbeitsmarktpolitischen Konsequenzen. Und die sagen, sie würden nicht der These anhängen, dass die KI wirklich sozusagen Arbeitskräfte freisetzt. In der Regel ist es so, KI wird implementiert im Unternehmen und dann entstehen neue Arbeitsplätze. Also es entstehen sozusagen mit der KI neue Anforderungsprofile für die Beschäftigten, aber weniger sozusagen, dass Menschen freigesetzt werden. Für das Segment der gering qualifizierten Beschäftigten würde ich aber schon sagen, gibt es ein gesteigertes Risiko der Freisetzung. Das würde ich sagen.
Und das ist tatsächlich ein Problem, mit dem wir umgehen müssen. Und ich finde, das zeigt eben mal wieder, wie verrückt das eigentlich ist, dass wir jetzt mit der KI vielleicht eine Technologie haben, die die Arbeitslast ein bisschen verringern könnte in unserer Gesellschaft, was gar nicht schlecht wäre, weil dann könnten Menschen andere schöne Sachen machen und nicht die ganze Zeit Erwerbsarbeiten, bis sie mit 90 hoffentlich in Rente gehen dürfen. Allerdings leben wir eben in einer Gesellschaft, wo das nicht sozusagen im Zentrum steht als Ziel, sondern andere Ziele sozusagen sind prioritär. Und ich finde halt immer so ein bisschen die KI, das ist so diese alte Debatte eigentlich, also alte Philosophen wie Karl Marx hätten mal gesagt, das ist sozusagen eine Entwicklung der Produktivkräfte, die ganz viel Potenzial birgt, aber dieses Potenzial wird rigoros nicht ausgeschöpft, weil es darum im Grunde nicht geht, sondern es geht um Reichtumserzeugung, um Kapitalakkumulation, aber nicht darum, dass Menschen einfach mehr Freizeit haben, was ich eine tolle Idee fände. Es ist keine ganz befriedigende Antwort auf Ihre Frage, aber ich würde sagen, zumindest vom wissenschaftlichen Stand aus ist es noch gar nicht entschieden, ob die KI wirklich sozusagen zu Massenfreisetzung führen wird. Es ist eher sogar im Moment so, dass die Forschung sagen würde, das ist nicht zu befürchten. Eher verändern sich Tätigkeitsprofile, aber sie wird natürlich den Berufsalltag von ganz vielen Menschen grundlegend umstrukturieren, zum Beispiel JournalistInnen, aber auch Grafikdesignerinnen wahrscheinlich, WissenschaftlerInnen, Lehrkräfte und so weiter. Ich möchte nochmal auf die vorhergehende Frage zurückkommen, zu den 84% der Pflegebedürftigen in häuslicher Pflege. Sie hatten ja das Beispiel Skandinavien gebracht. Mir scheint das nämlich nicht unbedingt oder weniger eine Frage der Tradition, also der religiösen Tradition zu sein, sondern die Frage ist für mich, wie das finanziert wird, zum Beispiel in diesen Ländern. Und das ist ja in Deutschland ganz offensichtlich, da wird ja seit Jahren schon drüber diskutiert, das Hauptproblem. Und ich würde aber gleichzeitig sagen, dass auch Finanzpolitik, weil wir hier eine Vorlesung zu Normen haben und dem Normalen, auch von Normen geleitet ist. Ja, also das ist nicht etwas, wo man sagen kann, es gibt eine ganz klare ökonomische Rationalität, die überall gleich entscheidet, weil wir sehen, in unterschiedlichen Ländern ist die Pflege unterschiedlich finanziert. Und es hat nicht nur was mit unterschiedlichen ökonomischen Ausgangssituationen zu tun, sondern auch sozusagen damit, was man in welcher Hinsicht als wichtig, als professionalisierungsbedürftig, als sozusagen entschädigungswürdig ansieht. Und ich würde schon sagen, dass in Deutschland sozusagen die Vorstellung, dass wenn jemand pflegebedürftig wird, die Familie, das bedeutet in der Regel die Frauen in erster Linie dafür verantwortlich sind, eine ganz alte, auch christliche Tradition tatsächlich ist. Aber Sie haben vollkommen recht, darin erschöpft es sich nicht. Ne? Aber das ist schon ein Grund, warum es so ist, wie es ist. Und natürlich, weil der deutsche Wohlfahrtsstaat sparen möchte. Und das hat er mit der Pflegeversicherung 1995 schon sehr gut vorgemacht. Und ich glaube, dass wir seitdem ganz wesentliche Finanzierungsprobleme in der Pflege haben. Und das hatte ganz viel mit politischen Umwälzungen zu tun, auch mit ökonomischen Veränderungen. Aber ja, bin ich auch bei Ihnen. Also die Finanzierung ist eines der grundlegenden Probleme der Pflege. Ja, vielen Dank für Ihren Vortrag und vor allem auch nochmal für dieses transversale Arbeitssoziologieverständnis, was ich ganz gut finde, gerade wenn so die Beziehungen zwischen den verschiedenen Arbeitsformen miteinander versucht, wirklich so auseinander zu dividieren und Folgen für die Gesellschaft zu finden. Jetzt habe ich aber zeitgleich noch zu diesem KI-Problem oder der KI-Idee ist mir jetzt gerade noch der harten Prosa eingefallen im Sinne von, werden wir wirklich so viel freigesetzt oder ist das eher in diesem, der nennt das, glaube ich, dynamische Beschleunigung oder beschleunigte Dynamik, eins von beiden. Also dass wir sozusagen alles immer schneller und dann dadurch immer mehr machen und auch ins Vergangene, wie Sie es gesagt haben, technologische Fortschritte ja uns nicht mehr Arbeit abgenommen haben, sondern wir ja eigentlich viel, viel mehr arbeiten. Wenn man schaut, dass in vergangenen Zeiten wie in Urgesellschaften die Leute nur 18 Stunden pro Woche oder so gearbeitet haben, so kam es wie so ein Buch raus. James Sussman, so genau. Was ist Arbeit? Das war auch sehr spannend, aus so mehr populärwissenschaftlich. Aber ich habe tatsächlich noch eine Frage. Und zwar ist das, Sie haben vorhin auch gesagt, dass viele Menschen, also das Arbeit auch zusätzlich immer mehr erschöpft. Ja. Und das zeigen ja auch viele Studien, Langzeitstudien, also Langzeitarbeitslosigkeit oder diese Burnout-Raten, Depressionsraten. Meine Frage ist, inwieweit das zusammenhängt aus Ihrer Sicht mit dem Begriff von Arbeit, den der Einzelne in dieser Gesellschaft hat. Also ob Sie da einen Zusammenhang sehen und wenn ja, welchen. Also wenn Sie
die Forschung zum Beispiel zu den Folgen, also gerade in der Psychologie wird das natürlich viel gemacht, zu den Folgen von Arbeitslosigkeit anschaut. Das ist ein ganz klassisches Beispiel. Ne? Also dass Menschen, die in Arbeitslosigkeit geraten und gerade wenn sie langzeitarbeitslos werden, sehr viel stärker von Krankheiten, vor allem psychischen Beeinträchtigungen, Depressionen und so weiter, sozusagen davon betroffen sind, hat wesentlich damit zu tun, dass sie in einer Gesellschaft leben, in der Menschen, die keinen Zugang zu Erwerbsarbeit haben, stigmatisiert, abgewertet und ausgegrenzt werden. Natürlich. Wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, die nicht diese Erwerbsarbeitszentrierung und diese Norm hätten. Es gibt so einen schönen Slogan, den ich mal auf einer Demo gehört habe. Ohne Kapitalismus wären wir alle arbeitslos. Stimmt. Oh nein. Ne? Also genau diese Vorstellung. Ne? Also ich würde auf jeden Fall sagen, also die Erwerbsnorm in unserer Gesellschaft, die sehr, sehr stark ist, die hat unfassbar exkludierende und stigmatisierende Auswirkungen. Und das finde ich sehr, sehr problematisch. Ich würde mir eine Arbeitswelt wünschen, die stärker sozusagen bei den Bedürfnissen und Fähigkeiten von Menschen einsetzt und nicht so sehr sozusagen ihre Profitabilität ins Zentrum stellt. Und ich finde, es gibt viele Bereiche, gerade Gesundheit und Pflege sind ein schönes Beispiel dafür, wo ich finde, dass auch genau diese Maxime der Profitabilität absolut in die Ecke eigentlich gedrängt wird. Wir können alte Menschen nicht schneller, besser pflegen, genauso wie wir Kinder nicht schneller, besser erziehen können. Und das ist aber ein ökonomisches Problem. Das bedeutet nämlich, dass man diese Form der Dienstleistung nicht rationalisieren, straffen, effizienter machen, beschleunigen kann, um wieder bei Hartmut Rosa zu sein, ohne dass die Qualität der Leistung darunter leidet. Und mit diesem Problem muss man umgehen. Und ich würde sagen, die Antwort da kann nicht darin bestehen, sozusagen in die Minutenpflege zu verfallen, sagen, wir müssen jetzt noch mehr Patienten in immer kürzerer Zeit pflegen. Weil worum geht's denn am Ende? Es geht schon um die Qualität der pflegerischen Leistung dabei. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber deswegen finde ich es ja sehr begrüßenswert, diese Erwerbszentrierung und diese Erwerbsnorm viel, viel stärker zu hinterfragen, was wir im Leben eigentlich machen wollen. Und wofür menschliches Leben, was das alles so bereithält, ja, wie man Potenziale verwirklichen könnte und wo wir aber eigentlich auch permanent, auch gesellschaftlich dran gehindert werden, Potenziale wirklich zu realisieren. Ja. Und die Studien, die wir sehen jetzt auch zur Erschöpfung von Beschäftigten, die sind durchaus besorgniserregend. Also die Heinz-Böckler-Stiftung, die ich vorhin erwähnt hatte, die spricht von einer Erschöpfungspandemie unter Beschäftigten. Wir haben im Zuge der Corona-Pandemie gesehen, dass die gerade unter jungen Erwachsenen, unter Studierenden, unter Jugendlichen, also die Zunahme psychischer Erkrankung extrem angestiegen ist. Das ist auch nichts, was jetzt einfach vorbei ist, weil die Pandemie vorbei zu sein scheint. Ja. Das sind alles sozusagen Folgewirkungen, mit denen wir weiter umgehen müssen. Und ich glaube nicht, dass sozusagen jetzt die Devise mehr Druck, den Gürtel enger schnallen, die richtige Antwort darauf ist, sondern wir müssen irgendwie ernst nehmen, was die Arbeitswelt auch mit Menschen macht. Und wir haben halt gesehen, dass Arbeitszeitverdichtung, was Sie auch angesprochen haben, die Entgrenzung von Arbeit, das hat viel mit Digitalisierung zu tun, permanente Erreichbarkeit, weniger gut abschalten zu können. Ja, also auch sozusagen, was das Homeoffice auch mit sich gebracht hatte, das war nicht nur einfach nett, sondern, haben auch Studien gezeigt, hat zu einer Retraditionalisierung zum Beispiel in der häuslichen Sorgearbeitsteilung geführt. Also im Homeoffice haben Frauen noch mehr unbezahlte Haus- und Sorgearbeit geleistet als vorher schon. War also jetzt nicht so richtig toll sozusagen, ne, für weibliche Beschäftigte. Also das sind alles Entwicklungen, die man sehr ernst nehmen muss, würde ich sagen. Bevor wir jetzt alle nach Hause gehen, habe ich auch noch ein persönliches Anliegen. Vielleicht können Sie kurz und knapp aus Ihrer Perspektive nochmal sagen, mit welcher Botschaft sollen wir heute nach Hause gehen? Also wir gehen hier raus, was nehmen wir heute mit? Ich würde Sie tatsächlich gern mit dem eben schon erwähnten Slogan entlassen, ohne Kapitalismus wären wir alle arbeitslos. Ich finde, das ist ein sehr schönes Gedankenexperiment und passt auch gut zur Vorlesung, weil Arbeitslosigkeit als neue Norm hinterfragt die Arbeitszentrierung in unserer Gesellschaft, die Arbeit auf eine ganz enge Art und Weise definiert. Ich bin überhaupt keine Feindin von Arbeit. Ich finde, Arbeit ist auch etwas, was zur Selbstverwirklichung, zur Erfüllung beiträgt. Aber es kommt eben darauf an, wie sie gestaltet wird. Und arbeitslos zu sein bedeutet ja in der Regel erwerbsarbeitslos zu sein. Vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Ja. Und das nehmen wir als Schlusswort. Vielen Dank.